Herzlich willkommen bei unserem Digital Talk, heute mit Thomas Vollmuth, Abteilungsleiter Key Account. Hallo Thomas, schön, dass du da bist. Hallo Sandra. Thomas, auch an dich die Frage, vielleicht gibst du uns kurze Vorstellung über deinen Werdegang, damit wir wissen, wer du bist, wie lange du vielleicht auch schon hier bist. Ja, ich bin seit 2012 hier im Unternehmen, zuerst als Area Sales Manager für den Bereich Osteuropa, Mittlerer Osten und Südostasien und bin seit 2016 im Bereich Key Account der Abteilungsleiter für die Key Accounts und unsere OEM-Kunden. Die Key Accounts ist ja ein sehr großer, umfassender Bereich mit ganz, ganz vielen unterschiedlichen Branchen, in denen unsere Key Accounts dort unterwegs sind. Was sind, Trends oder auch neue Anforderungen, mit denen du gerade von unseren Key Accounts konfrontiert wirst? Ja, generell ist der ganze Markt und unsere Kunden ja enorm unter Druck und unter Zugzwang, gewisse Dinge umzusetzen. Aus meiner Sicht sind es momentan 3 globale Trends, die wirklich einen enorm, wichtigen Aspekt in der Zukunft auch spielen werden. Das ist zum einen der Bereich der Digitalisierung, der Bereich der Serialisierung und den Bereich der Nachhaltigkeit. Im Bereich der Digitalisierung die Anforderung für Industrie 4.0, im Bereich der Serialisierung die Anforderung, die Produkte vom Produktentstehungsprozess bis hin zum Recycling abzubilden oder auch Themen wie Consumer Connect, digitale Verpackung und natürlich auch im Bereich der Nachhaltigkeit Ressourcen zu schonen und entsprechende Umweltkonzepte aufzusetzen. Es hängt ja manchmal auch zusammen, gerade so Serialisierung, Nachhaltigkeit. Hast du uns da ein Beispiel, was Kunden da auch fordern, um das zusammenzubringen? Bei einem unserer größten Key Accounts ist aktuell das Thema Digitalisierung natürlich im obersten Fokus. Es geht hier um eine Produktion 24x7. Das heißt, die Kennzeichnung muss natürlich in Perfektion laufen und dahingehend erproben wir das momentan bei einem Testkunden und was wir jetzt schon festgestellt haben in den letzten Wochen, dass wir über die ganze Zeit hinweg es nachweisen konnten, dass unsere Kennzeichnungssysteme zu 100% 24/7 funktionieren. Du hast es ja gerade schon erwähnt, Serialisierung und natürlich auch das Thema Nachhaltigkeit, was uns alle ja so ein bisschen umtreibt. Was sind da konkrete Anforderungen, die Kunden an dich stellen? Ja, in diesem Bereich ist aktuell sehr große Bewegung drin. Wir spüren momentan, dass die Kennzeichnung vorgelagert schon im Produktionsprozess des Produktes erfolgen muss, einfach um sicherzustellen, dass vom Tag der Produktion des Produktes bis hin zum Recycling der komplette Produktlebenszyklus nachverfolgt werden kann und beispielsweise, dass dann im Bereich Recycling das Produkt gescannt werden kann und eindeutig zugeordnet werden kann, um entsprechend das Recycling zu 100% zu gewährleisten. Das ist ja schon viel umfassender als das, was wir bis dato erlebt haben. Also das heißt, man sieht auch vom Trend her, dass es wirklich in die komplette Rückverfolgung eines einzelnen Produktes geht, mit dem ganz klaren Ziel, zu automatisieren, möglicherweise auch bessere Recycelmöglichkeiten zu finden. Und das sind Anforderungen, die du und dein Team ja entsprechend auch umsetzen. Jetzt hast du gerade eben auch von einem Beispiel von einem Kunden gesprochen, wo es eher in den Bereich Digitalisierung geht, den du angesprochen hast. Wie kam das dazu? Also was war das für ein Prozess, den Kunden auch mit auf eine Reise zu nehmen, in dem Fall jetzt Kyana einzusetzen? Was waren da Anforderungen für Kunden? Die Anforderungen von dem Kunden waren sicherzustellen, dass die Kennzeichnung zu 100% perfekt auf dem Produkt aufgebracht wird, sodass er jederzeit in seinen Qualitätsprozessen und mit den ganzen Prozessverantwortlichen das Ganze nachverfolgen kann, um entsprechende Rückverfolgbarkeit den Konsumenten gegenüber wieder sicherzustellen. In Bezug zur Digitalisierung war es einfach wichtig, dass man hier letztendlich auch gewisse Daten erheben kann, damit zurückverfolgt werden kann, sollte mal was mit dem System sein, in einer ziemlich schwierigen Applikation und dann entsprechende Verbesserungsmaßnahmen oder Nachbesserungsmaßnahmen durchzuführen. Jetzt hast du uns ja schon Einblick gegeben über wirklich tolle Projekte. Wenn ich dich jetzt frage, was war bisher dein außergewöhnlichstes Projekt beim Kunden? Ja, mein außergewöhnlichstes Projekt war ganz klar die Thematik, wie wir erstmals den Kunden gezeigt haben, dass wir mit unserem Lasersystem durch verschiedene Folien durchlasern können, ohne diese zu beschädigen.
ich war selber in dem Meeting, bin ich selber dabei gewesen und das Feedback vom Kunden war einfach großartig. Und mit diesem Projekt haben wir auch in den letzten Jahren sehr, sehr große Erfolge erzielen können. Aber auch auf der anderen Seite waren wir in verschiedenen anderen Bereichen sehr erfolgreich. Und es macht uns einfach stolz, jeden Tag zu sehen, in Supermärkten oder auch beispielsweise im Motorsport Produkte zu sehen, die mit unserem System gekennzeichnet wurden. Und ich bin gespannt, wo die Reise in den nächsten Monaten und Jahren hingeht. Danke für die schönen Einblicke, Thomas. Sehr spannend. Ja, schön, dass du da warst. Hoffentlich bis bald. Dankeschön.